Was geschieht mit der Zeit? Ich suche das Gold der Zeit. Die letzte Botschaft von André Breton. Le surréalisme vous introduira dans la mort. Der Surrealismus wird sie in den Geheimbund des Todes einweihen. Er wird ihnen einen Handschuh überstreifen, mit dem sie das tiefe G begraben, mit dem das Wort Gedächtnis beginnt. Wer liest was? Wer kann was lesen? Wer gibt vor zu lesen? Um zu lesen, sollte man einen gewissen Drang nach Freiheit in sich verspüren. Sonst sollte man es lieber lassen. Ich fand einen ganz spontanen Zugang zu den Büchern. Ich begann irgendwann einfach Breton, Bataille, Rimbaud, Lautréamont oder Sade zu lesen. Nicht, weil ich so gerne gelesen hätte, sondern weil mir die Welt, die mich umgab, sinnlos erschien und wie eine tiefe, organisierte Langeweile. Und das, was ich las, sprach mir aus dem Herzen. Es entsprach der Fantasiewelt, in der ich leben wollte. Ich wollte, dass die Straßen lebten. Wenn man gerne durch Straßen geht und sich fragt, was man dabei gerade tut, kann man Breton lesen. Sonst ist es sinnlos. Man muss offen sein für Begegnungen oder sich vorstellen können, dass etwas geschehen wird. Man muss bereit sein, sich für alles zu öffnen, das einen wachrütteln kann. Für alles, das einen von unsinnigen Gedanken und Vorurteilen befreien kann. Breton ist in gewisser Weise der Ausdruck der absoluten Freiheit. Was heißt das? Nehmen wir einen gewissen Zeitpunkt der Geschichte. Nicht nur der Geschichte Frankreichs, sondern der Weltgeschichte. Nun treffen Freiheit und Geschichte aufeinander. Wenn man davon ausgeht, dass die Geschichte beendet ist, kann man die Ereignisse ganz willkürlich vermischen und die verschiedenen Namen ohne Berücksichtigung der jeweiligen Daten aneinanderreihen. Man schafft gewissermaßen ein ästhetisches oder spiritualistisches Potpourri, das alle zufriedenstellt. Dadurch geht jeglicher Kontext verloren. Ja, man sollte ihn sogar außer Acht lassen, denn das ermöglicht einem, das Düstere, Blutige, Schreckliche und Unerträgliche aus der Menschheitsgeschichte zu verbannen. Und da gibt es nun einen gewissen André Breton, der übrigens einen Freund namens Louis Aragon hatte. Beide waren Ärzte und sie trafen sich im Krankenhaus von Val-de-Grâce. Sie hatten gerade die Gräueltaten des Ersten Weltkriegs miterlebt und Frankreich war zutiefst verwundet. Die beiden setzten sich mit dem Massaker auseinander und entwickelten eine Reihe von Antworten. Aber sie analysierten die Geschichte nicht nur, sondern fanden auch Antworten aus dem Blickwinkel des Schriftstellers oder in Form von Bildern und Skulpturen oder Antworten architektonischer und cinematografischer Art. Und so begann ein Abenteuer, das die Geschichte prägte. Es war so einschneidend, dass selbst die Politik sich ihm nicht entziehen konnte, denn es kam ja, wie es scheint, zur Revolution in Moskau. Moskau, die verkalkte Alte, wie Aragon sagte, bevor er sich zum Kommunismus bekannte. Poesie, Philosophie und existenzielle Fragen gingen ineinander über. Und die Menschen entdeckten eine neue Realität. In der Gesellschaft, im Privatleben und in ihren Träumen. Der Einfluss Freuds war dabei nicht unerheblich. Und sie versuchten, die Poesie in die Praxis umzusetzen. Die Poesie zu leben.
Dabei stellten sich eine Reihe von Fragen, mit denen sie sich kritisch auseinandersetzten. Breton war ein Kämpfer. Er zögerte nicht, seine Gegner auszuschalten und lehnte alles ab, was seinem Begriff von Freiheit in der surrealistischen Bewegung widersprach. Das Wort surrealistisch geht zwar auf Apollinaire zurück, aber vergessen wir nicht das Surrealistische Manifest von 1924, das erste großartige Werk von André Breton. Dadurch gewann die Bewegung an Bedeutung. Um Breton zu verstehen, muss man sich mit ganz bestimmten Etappen seines Lebens auseinandersetzen. Dazu gehören das Jahr 1919 und 1924, das Jahr, in dem das Surrealistische Manifest nach dem Vorbild des Kommunistischen Manifestes erschien, aber auch das Jahr 1928. Ein Buch wie Nadja, das die Faszination für die Hysterie und den Wahnsinn widerspiegelte, beeinflusste den Zeitgeist und war eine der schönsten Erzählungen Bretons. Was auch immer man unter Freiheit verstehen mag, Breton ist ganz einfach Teil der Geschichte. Februar 1896, Geburt von André Breton. Februar 1996, Themenabend über André Breton bei Arte. Wir beginnen mit Breton über Breton, seinen Bildern, seiner Stimme. Anschließend das Goldene Zeitalter, ein Manifest des surrealistischen Films. Das Goldene Zeitalter, ein Film von Louis Buñuel und Salvador Dalí. Dann Erinnerungen an das Goldene Zeitalter. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des Films, die Skandale, die ihn umgaben und zu seinem Verbot führten. Hommage an Marcel Marienne, einer der großen Vertreter des belgischen Surrealismus. Bilder und Auszüge aus seinem einzigen Film über die Nachfolge des Kinos. Einer der wenigen Filme, die sich mit dem Goldenen Zeitalter messen können. Und schließlich Nahaufnahme Salvador Dalí von Pierre Cardinal. Ein Film, der über 30 Jahre lang im Fernsehen verboten war. Sie wissen, wie schwer es ist, den eigenen künstlerischen Werdegang zurückzuverfolgen. Man sieht wohl, was aus einem geworden ist, welche Ereignisse im Leben bestimmt waren. Aber verborgen oder mehr oder weniger verhüllt bleibt das, was diese Ereignisse mit auslöste. Dieses gewisse Etwas bewirkte, dass die geistige Entwicklung auf eine bestimmte Art verlief. Wie manche Okkultisten hervorgehoben haben, sind Licht und Feuer Grundvoraussetzungen für bestimmte chemische Prozesse. Und doch steht in der Formel, die solche Prozesse beschreibt, nichts von diesem Feuer oder Licht
ohne die nichts stattfinden kann. Die Entdeckung des Musée Gustave Moreau im Alter von 16 Jahren hat für immer meine Art zu lieben bestimmt. Schönheit und Liebe sind mir dort offenbar geworden, in einigen Gesichtern und Haltungen von Frauen. Der Typ dieser Frauen hat möglicherweise alle anderen überdeckt. Es war die reinste Verzauberung. Die hier wie nirgendwo sonst neu entfachten Mythen übten ihre Macht auf mich aus. Die Frau, die fast ohne ihr Aussehen zu verändern, abwechselnd Salome, Helena, Dalila, Chimäre und Semele ist, verkörperte sie alle annähernd. Aus ihnen gewinnt sie ihre Ausstrahlung und für alle Zeit ihr Antlitz. ...1913. Sie waren damals 17 Jahre alt und Medizinstudent. Ja, doch ich muss gestehen, dass dies nur eine Alibi-Funktion hatte. In Wirklichkeit ging es mir um etwas anderes. Meine körperliche Anwesenheit in diesen Hörsälen und Laboratorien bedeutete keineswegs auch Anwesenheit des Geistes. Dennoch war ich damals von einem anderen Dämon als dem der Literatur besessen. Ich brannte nicht darauf zu schreiben und mir einen Namen als Schriftsteller zu machen. In jener Zeit spürte ich ein diffuses Locken und zwischen diesen Wänden einen unbestimmten Hunger nach allem, was draußen geschah, da wo ich gezwungenermaßen nicht sein konnte. Im Innersten ahnte ich, dass dort auf irgendwelchen Straßen Dinge geschehen würden, die mich im ureigenen Sinne betrafen und auf mein Schicksal entscheidend einwirken würden. Die kaum verhüllten Katastrophen zu Beginn des Ersten Weltkrieges und dann die düsteren Perspektiven des Stellungskrieges sowie der ungewisse Ausgang des Konfliktes erzeugten eine Stimmung, in der Resignation keinen Platz hatte. Aus welchen Quellen schöpfte der Dichter, der Sie damals schon waren? Meine erste klare Reaktion bestand darin, dass ich mich denen zuwandte, von denen ich mir etwas Licht in dieser Moränenhöhle erhoffte, jenen also, die sich bis dahin laut geäußert hatten und von denen man zu Recht erwarten konnte, dass sie Herr der Lage sein würden. Die Enttäuschung ließ nicht auf sich warten. Wer kann heute noch jene Artikel lesen, die Barrès, Bergson und andere damals fabrizierten? Darin stand nichts, was sich über das Niveau einer käuflichen Presse erhoben und mich motiviert hätte, mein eigenes Los mit Geduld zu ertragen. Der Nationalismus war noch nie meine Sache gewesen. Unter diesen Umständen war die Versuchung groß, Rat bei den Dichtern zu suchen. Wie dachten Sie über dieses entsetzliche Abenteuer? Für mich gab es einen Dichter, dessen Genius alle anderen in den Schatten stellte, der alle Blicke auf sich zog. Guillaume Apollinaire.
Eine sehr große Persönlichkeit, wie sie mir nie wieder begegnet ist. Ziemlich wild, ehrlich gesagt. Die Dichtkunst in Person. Er zog Orpheus Gefolgschaft hinter sich her. Apollinaire war ein Stürmer und schoss manchmal übers Ziel hinaus. Ich mochte ihn und bin noch immer voll Bewunderung für ihn. Er war ein bedeutender Visionär. Angesichts des furchtbaren Kriegsgeschehens wandte sich Apollinaire vehement der Kindheit zu und versuchte etwas wiederzubeleben, das das erhoffte Wundermittel nicht sein konnte. Die Dichtkunst, wie er sie verkörperte, war nicht imstande, diese Prüfung zu bestehen. Sie war durch ihr eigenes Unvermögen wie gelähmt. So kam es, dass ich mich sehr bald für eine ganz andere Art von Botschaft öffnete. Sie meinen Vacher? Ja, wenn es einen Einfluss gab, der mich entscheidend prägte, dann war es der von Vacher. Bei ihm war alles Herausforderung. Angesichts der Schrecken dieser Zeit, denen die meisten Leute um mich nur Gemurmel und Zurückhaltung entgegensetzten, erschien er mir als der einzige unversehrte Mensch, der imstande gewesen wäre, eine kristallene Rüstung zu schaffen, die vor jeder Ansteckung schützte. Wir sind uns Anfang 1916 im Krankenhaus von Nantes begegnet, wo ich Assistenzarzt und er Patient war. Er beeindruckte mich sowohl durch seine sehr stilvolle Haltung und durch den höchst ungezwungenen Ton seiner Äußerungen. Die Ungeheuerlichkeit der Ereignisse und Geisteshaltungen bereitete ihm höchstes Vergnügen. Vacher personifizierte ein Prinzip völliger Unbotmäßigkeit, das in aller Heimlichkeit die Welt aushöhlte, das alles, was bedeutsam erschien, auf einen lächerlichen Maßstab reduzierte und auf seinem Weg alles entweihte. Er verschonte nicht einmal die Kunst. Wir mögen weder die Kunst noch die Künstler, verkündete Jacques Vacher, der es gerade mal als erlaubt sah, seinen persönlichen Empfindungen mit Hilfe einer brillanten Kollision seltener Wörter Ausdruck zu verleihen oder noch besser, klare Gefühlswinkel und Vierecke zu zeichnen. Vacher war gegenüber Rimbaud von höchster Unduldsamkeit, doch hierin besaß er keine Macht über mich. Il va sans dire que Vacher manifestait au sujet de Rimbaud la plus grande intolérance, mais là, son pouvoir sur moi cessait de jouer. La vertu d'une œuvre ne se manifeste que très secondairement dans les plus ou moins savantes. Der tiefere Gehalt eines Werkes offenbart sich nur am Rande in den mehr oder weniger gelehrten Abhandlungen, zu denen es Anstoß gab. Er zeigt sich vielmehr in der leidenschaftlichen Zustimmung, mit der junge Menschen es nach seinem Entstehen begrüßen. So zählt allein dieser entscheidende Moment der Annäherung, in dem das Leben, so wie es bis dahin betrachtet wurde, schlagartig in einem anderen Licht erscheint. Am Anfang geht es nicht darum, es zu begreifen, sondern es zu mögen. Alle Verständnislücken sind ohne Belang, solange sich die Strahlen des Herzens in ihnen frei entfalten, wie Lichtungen im Wald. Meine ganze Wissbegier war auf Rimbaud gerichtet. Ich stand unter seinem Bann. Kurz darauf kam ich auf ganz andere Gedanken, denn ich wurde von einem Tag zum anderen abkommandiert und Dr. Raoul Leroys Assistent in der psychiatrischen Anstalt der 2. Armee in Saint-Dizier. Dort wurden Frontsoldaten eingeliefert, die unter schweren geistigen Störungen litten, auch zahlreiche Fälle akuter Psychosen. Mein Aufenthalt an diesem Ort und das große Interesse, mit dem ich dort alles in mir aufnahm, haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung meines Denkens ausgeübt. An den Patienten dort habe ich, lange bevor sie allgemeine Anwendung fanden, mit Untersuchungsmethoden der Psychoanalyse experimentiert. Vor allem zum Zwecke der Diagnose, Träume und unwillkürliche Gedankenverknüpfungen aufgezeichnet.
Unsere ersten Zusammenkünfte mit Soupeau und Aragon waren die Auslöser für die Aktivitäten, die ab März 1919 in Literatur ihren ersten befruchtenden Niederschlag fanden, die bald darauf in einer Art Explosion dem Dadaismus zum Leben verhalfen und dann, nach einer gründlichen Erneuerung, im Surrealismus einmündeten. Ich hatte Louis Aragon in der Buchhandlung von Adrienne Monnier, La Maison des Amis du Livre in der Rue de l'Odéon getroffen. Philippe Soupeau lernte ich durch Apollinaire kennen. Unsere gemeinsame Bewunderung für ihn führte uns zusammen. Je suis arrivé au Café Flore, là il y avait des gens étonnants, il y avait Dufy, il y avait Derain, il y avait Riverdi, il y avait Sandrard, il y avait Mac Jacob qui bavardait. Et puis il y avait un grand jeune homme en uniforme bleu, et Apollinaire, de son ton de prophète qu'il aimait, dit « C'est André Breton, je veux que vous allez devenir des amis. » Et en effet, nous sommes devenus des amis, et Breton et moi, nous avons quitté les bavardages de Mac Jacob. Pendant que Apollinaire finissait son picon citron, nous sommes partis et nous avons commencé à parler de poésie. C'est comme ça que j'ai rencontré André Breton, qui à ce moment-là était un grand jeune homme, timide. 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 Il était timide. Et d'autre part, un peu aussi comme moi, nous étions déjà bouleversés. Il y avait une chose qui se passait et nous voulions savoir, mais nous n'arrivions pas à le savoir parce qu'il y avait une censure effroyable, c'était la révolution russe. C'était le commencement et nous ne savions rien et nous voulions savoir. C'est comme ça que j'ai connu André Breton. Besser geeignet für unsere Zusammenkünfte war der fast unmöblierte Raum, in dem Pierre Reverdy uns empfing, meist am Sonntag. Er wohnte auf dem Montmartre in der Rue Cortot, unweit von der Rue des Saules. Die eigentümliche Atmosphäre dort wird am besten in diesem ersten wunderbaren Satz beschrieben, mit dem Reverdys Buch La Lucarne Ovale beginnt. Rien ne peut en donner idée, comme cette admirable phrase de Reverdy lui-même qui ouvre La Lucarne Ovale. In jenen Tagen war Kohle ebenso kostbar und selten wie Goldklumpen. Ich lebte und schrieb in einer Mansarde, wo der Schnee, der durch die Ritzen im Dach rieselte, blau schimmerte. Diese Sprache hat für mich nichts an Reiz eingebüßt. Schlagartig werde ich in jene Magie der Worte zurückversetzt, die für Reverdy so eigentümlich ist. Kontroverse Themen gab es genug. Viele unserer Streitgespräche drehten sich übrigens um Lautréamont, den wir geradezu begeistert entdeckt hatten. Nichts, nicht einmal Rimbaud hatte uns derart in Aufruhr versetzt. Noch heute lässt mich seine überwältigende Botschaft nicht kalt, eine Botschaft, die mir fast übermenschlich zu sein scheint. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie weit wir in unserer Bewunderung für ihn gingen, zitiere ich nur diese Zeilen von Soupeau. Weder ich noch jemand anders, meine Herren, verlangen Sie meine Zeugen, hat das Recht, über Monsieur le Comte de Lautréamont zu urteilen. Niemand. Man erkennt ihn im Vorübergehen und grüßt ihn mit einer tiefen Verbeugung. Ich schenke mein Leben demjenigen, der mir hilft, ihn für immer zu vergessen. Diese Erklärung in Form eines Pakts hätte ich damals ohne zu zögern unterschrieben. Wichtig ist, dass die besonderen Fähigkeiten, die ich hienieden langsam an mir entdecke, mich in keiner Weise von der Suche nach jenen höheren Anlagen ablenken dürfen, die mir auch eigen sein könnten, mir aber nicht gegeben sind. Jenseits aller Neigungen, die ich in mir verspüre, sowie der Gefallen, denen ich unterliege, der Kräfte, die auf mich einwirken, der Ereignisse, die mir und allein mir, neben all den Handlungen, die ich mich ausführen sehe, zustoßen, sowie der Emotionen, die nur ich erlebe, bemühe ich mich zu erfahren, worin mein Anderssein in Beziehung zu anderen Menschen eigentlich besteht und woher es rührt. Würde ich mir dies bewusst machen, mir selbst offenbaren, wie einzigartig ich unter den Menschen bin, könnte ich dann für ihr Schicksal mit meinem Kopf bürgen?
Es muss unmissverständlich deutlich gemacht werden, dass Literatur in den Ausgaben von Oktober bis Dezember 1919 unter meinem und Soupeaus Namen die 3 ersten Kapitel der magnetischen Felder veröffentlicht hat. Es handelt sich zweifellos um das erste surrealistische und keinesfalls dadaistische Werk, denn es entstand bei den ersten systematischen Versuchen mit dem automatischen Schreiben. Cet ouvrage est déjà achevé depuis plusieurs mois. La pratique quotidienne de l'écriture. Dieses Werk ist seit mehreren Monaten vollendet. Der tägliche Umgang mit dem automatischen Schreiben, wir haben es mitunter 8 bis 10 Stunden hintereinander praktiziert, hat bei uns folgenschwere Wahrnehmungen ausgelöst, die jedoch erst später zusammenwirkten und zum Tragen kamen. Ainsi naquit Dada, d'un besoin d'indépendance, de méfiance envers la communauté. Ceux qui appartiennent à nous gardent leur liberté. Nous ne reconnaissons aucune théorie. Nous avons assez des académies cubistes et futuristes, laboratoires d'idées formelles. Fait-on l'art pour gagner de l'argent et caresser les gentils bourgeois? Der Dadaismus diente gewissen Leuten nur als Vorwand zur Trägheit. Sein Leben einer Idee zu widmen, Dada oder den Gedanken, den ich zurzeit entwickle, würde von geistiger Armut zeugen. Ideen sind weder gut noch schlecht. Sie mögen mir missfallen oder gefallen, mich mitunter sogar begeistern. Verzeihen Sie aber, im Gegensatz zum Efeu würde ich vermutlich sterben, wenn ich mich anklammerte. Bleibt mir nur noch, Ihnen zu versichern, dass mich das alles kalt lässt. Und Ihnen zu wiederholen, entsagen Sie allem. Entsagen Sie Dada. Entsagen Sie Ihrer Frau, entsagen Sie Ihrer Geliebten. Entsagen Sie Ihren Hoffnungen und Ängsten. Setzen Sie Ihre Kinder im Walde aus. Entsagen Sie der Beute und wählen den Schatten. Entsagen Sie notfalls den Wohlstand, allem, was man Ihnen in Aussicht stellt. Gehen Sie Ihrer Wege. Obwohl die Schlafexperimente der Veröffentlichung des ersten Manifestes vorausgingen, gehören sie zur Geschichte der surrealistischen Bewegung. Wer nicht versucht hat, auf diesem Weg zu sich zu finden, dürfte Mühe haben, sich ein Bild von ihr zu machen. Zweifellos ein mystischer Weg, der sich schwerlich in der Sprache der Vernunft beschreiben lässt. Es ging Ihnen aber nicht um die Dichtung. Und welches waren die Fesseln, die Sie hemmten und die Sie durchbrechen wollten? Es waren die Fesseln des formalen Denkens. Ein engstirniger Rationalismus ließ nichts zu. Wir stellten fest, dass der sogenannte kritische Verstand, den wir wohl oder übel alle mitbekommen hatten, zu unserer Zeit jegliche geistige Neuerung behinderte. Für uns war er nicht die Stimme des gesunden Menschenverstands, allenfalls Ausdruck der abgedroschensten Gemeinplätze. In diesem kritischen Verstand, den man uns in der Schule eingeschärft hatte, sahen wir alle den Feind Nummer 1. Was hatten Sie diesem kritischen Verstand entgegenzusetzen? Die Sehnsucht nach dem Wunderbaren, die durch Kindheitserinnerungen wieder lebendig werden kann. Wir rebellierten aufs Heftigste gegen Verarmung und Sterilität eines Denkens, das von mehreren Jahrhunderten Rationalismus geprägt wurde. Wir verschrieben uns dem Wunderbaren und propagierten es bedingungslos. Ein Satz aus dem Manifest von 1924 drückt das kategorisch aus.
Sagen wir es gerade heraus. Das Wunderbare ist immer schön. Gleich welches Wunderbare schön ist. Es ist sogar nur das Wunderbare schön. Es wäre höchst unredlich, wollte man uns das Recht absprechen, den Begriff Surrealismus zu verwenden, wie wir ihn verstehen. Denn vor unserer Zeit fand er offenkundig keinen Anklang. Ich definiere ihn also ein für allemal. Surrealismus, Substantiv, maskulin. Reiner psychischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf jede erdenkliche Weise den realen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denkdiktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Überlegung. Im Dezember 1924 wird der Surrealismus offiziell aus der Taufe gehoben. Begann damit auch die Ära der Skandale? Wir waren weit davon entfernt, kühlen Kopf zu bewahren. 1924 und 25, die Jahre, in denen der Surrealismus sich artikulierte und organisierte, waren neben 1930 und 31 auch die Jahre, in denen wir am aktivsten gegen jeden Konformismus rebellierten und am wenigsten gesellschaftsfähig waren. Die Welt, in der wir leben, erscheint uns völlig entfremdet. Wir lehnen ihre Grundprinzipien einhellig ab. Wir lehnten uns gegen alle Begriffe auf, die üblicherweise als heilig gelten. In erster Linie Begriffe wie Familie, Vaterland und Religion. Auch Arbeit oder selbst Ehre im allgemeingültigen Sinn nahmen wir nicht aus. Wir fanden, dass eine veraltete Welt, die ins Verderben rannte, nur weiter bestehen konnte, indem sie ihre Tabus verstärkte und neue Zwänge schuf. Dem wollten wir uns radikal versagen. Aber das wäre nur passiv gewesen. In Wirklichkeit waren wir vom Wunsch nach Umsturz besessen. Das muss man wissen, damit der Begriff surrealistische Revolution in seiner wahren Bedeutung gesehen wird und nicht mehr als Zerrbild. Eine Zeit lang wollten wir einer Welt, die uns empörte, Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir waren bereit zum Angriff. Bestimmte kategorische Sätze von Lautréamont oder von Rimbaud hoben sich wie in unauslöschlichen Buchstaben geschrieben von der übrigen Botschaft ab. Sie waren für uns regelrechte Leitsätze, die wir unverzüglich in die Tat umzusetzen gedachten. Angesichts einer törichten Interpretation unseres Wirkens in der Öffentlichkeit legen wir Wert darauf, gegenüber jeglicher stümperhaften Kritik von Zeitgenossen Folgendes zu erklären. Erstens, wir haben nichts mit Literatur zu tun. Aber notfalls sind wir durchaus imstande, uns ihrer zu bedienen, wie jedermann. Zweitens, der Surrealismus ist kein neues oder bequemeres Ausdrucksmittel, auch keine neue Poetologie. Er ist eine Methode zur totalen Befreiung des Geistes und aller ähnlichen Kräfte. Drittens, wir sind fest entschlossen zur Revolution. On ne peut pas savoir pourquoi d'un groupe de 6 ou 10 personnes, un se détache. Et ça a été le cas de Breton, il s'est détaché immédiatement. Il n'y a pas eu de doute qu'il y a une question de caractère aussi. Il avait l'ambition, sans la connaître, sans le savoir. Mais cette ambition s'est immédiatement réalisée. Il a pris sa place et les autres ont dû suivre, ou du moins accepter sa tutelle, pour ainsi dire, dans la conduite des idées. Est-ce que c'était justement une prédominance intellectuelle ? Pas énorme, parce qu'au point de vue intellectuel, ils étaient tous au même niveau. Vous comprenez, un homme comme Aragon, un homme comme Éluard était à son niveau. Mais il y avait l'homme, c'est-à-dire l'homme de tous les jours,
qui veut monter, qui veut s'imposer. Je pensais toujours à un lion. Et il ne portait pas les cheveux trop longs à cette époque, n'est-ce pas? Quelquefois un peu trop courts, je trouvais. Mais cette tête, ce profil, cette allure qu'il avait, je le voyais toujours dans un film, comme un roi, comme un général, quelqu'un qui dirige les choses, n'est-ce pas? Alors j'essaie de saisir cet aspect. Seulement, André n'était pas trop content avec mes photos. Il disait que c'était trop joli, un peu. Il aimait mieux une photo faite par un photographe quelconque, même une photo de passeport, n'est-ce pas? Alors moi je dis, c'est pas la photo qui est jolie, c'est le sujet qui est trop joli. Bien peu de temps s'était encore écoulé depuis qu'Antonin Artaud nous avait rejoint. Kurz davor war Antonin Artaud zu uns gestoßen. Aber keiner hatte wie er so spontan seine enormen Fähigkeiten in den Dienst der surrealistischen Bewegung gestellt. Vielleicht haderte Artaud viel mehr als wir alle mit dem Leben. Er schien sich in einer von Tragik umwitterten und von Blitzen durchzuckten Landschaft zu bewegen. Er war von einer Art Raserei gegen fast alle menschlichen Institutionen erfüllt, die sich mitunter in schallendem Gelächter auflösen konnte. Der ganze Mutwille der Jugend kam darin zum Ausdruck. Sein Zorn hat die surrealistische Bewegung angesteckt. Er hat uns alle ermutigt, wirklich etwas aufs Spiel zu setzen, rückhaltlos all das anzugreifen, was uns verhasst war. D'attaquer nous-mêmes sans retenue ce que nous ne pouvions souffrir. Auf Anregung von Artaud wurden damals kollektive Texte von großem Ungestüm veröffentlicht. Während die surrealistischen Schmetterlinge, die 2 oder 3 Monate zuvor vom Büro für surrealistische Forschung ausgeflogen waren, noch über ihre Richtung zu zaudern schienen, Lyrik, Traum, Humor, sind diese Texte plötzlich von aufrührerischer Leidenschaft getragen. Das gilt für die Erklärung vom 27. Januar 1925 und für den Aufruf »Öffnet die Gefängnisse, entlasst die Armee«, für die Mitteilungen an den Papst und an den Dalai Lama, für die Briefe an die Rektoren der europäischen Universitäten, an die buddhistischen Schulen und für den Brief an die Chefärzte der Irrenanstalten. Die politische Wende war nicht fern. In der Einführung zu Nummer 4 von La Révolution Surréaliste steht ein Satz, in dem ich mich heute noch gut wiedererkenne. In Anbetracht des gegenwärtigen Zustands der europäischen Gesellschaft stehen wir weiter zum Prinzip des revolutionären Kampfes, selbst des Klassenkampfes, wenn er nur weit genug führte. Damals sah ich mich gezwungen, die Debatte wieder voll in Gang zu bringen. Anlass dazu war die Besprechung eines Buches von Trotzki über Lenin, die ich in Heft 5 von La Révolution Surréaliste abdruckte. Dieser Artikel war zweifellos der erste entscheidende Schritt auf dem Weg zu einem besseren Verständnis der Ideen und Ideale, die zur russischen Revolution geführt hatten.
Den vergangenen 4. Oktober, am Ende eines jener müßigen und trübsinnigen Nachmittage, wie ich allein sie zu verbringen weiß, befand ich mich in der Rue Lafayette. Ich beobachtete, ohne es zu wollen, Gesichter, Kleidung, Gangarten. Nun, das waren noch nicht jene, die man zur Revolution bereit finden würde. Ich hatte soeben eine Kreuzung überquert, deren Namen ich nicht mehr weiß, unweit von einer Kirche. Da sehe ich plötzlich, keine 10 Schritte von mir entfernt, eine junge, sehr ärmlich gekleidete Frau auf mich zukommen. Sie sieht mich ebenfalls. Oder sie hat mich gesehen. Im Gegensatz zu allen anderen Passanten geht sie mit erhobenem Kopf. So zart, dass sie kaum den Boden berührt. Ein unmerkliches Lächeln geht vielleicht über ihr Gesicht. Die Lust am Abenteuer in allen Bereichen hatte uns keineswegs verlassen. Ich meine sowohl das Abenteuer in der Sprache wie auch das Abenteuer auf der Straße oder im Traum. Werke wie das Pariser Landleben und Nadja widerspiegeln diese geistige Haltung, in der die Lust am Umherschweifen bis zum Äußersten ausgekostet wurde. Es fand eine ständige Suche statt und es ging darum, das zu sehen und aufzudecken, was unter dem Schein verborgen war. Die unverhoffte Begegnung, die stets die Züge einer Frau annahm, bildete jedes Mal den Höhepunkt dieser Suche. Man war sozusagen auf der Fährte oder lag auf der Lauer nach jenem objektiven Zufall, von dem Hegel sprach und dessen Äußerungen ich immerzu einzufangen suchte, nicht nur in Nadja, sondern später auch in den kommunizierenden Röhren und in L'amour fou. Ich kenne die Verzweiflung in groben Zügen. Die Verzweiflung hat keine Flügel. Sie sitzt nicht notwendigerweise an einem abgedeckten Tisch abends auf einer Terrasse am Meeresstrand. Es ist die Verzweiflung und nicht die Wiederkehr von Kleinigkeiten, wie Samenkörnern, die bei Anbruch der Nacht von einer Furche in die andere wechseln. Es ist nicht das Moos auf einem Stein oder das Trinkglas. Es ist ein Schiff voll Schnee, gleich stürzenden Vögeln, deren Blut keine Dichte hat. Ich kenne die Verzweiflung in groben Zügen. Eine sehr kleine Gestalt, von Haarschmuck eingefasst, das ist die Verzweiflung. Eine Perlenkette, für die man keinen Verschluss finden kann und deren Existenz nicht einmal an einem Faden hängt, das ist die Verzweiflung. Reden wir nicht von allem anderen. Wenn wir damit anfangen, nimmt das Verzweifeln kein Ende. Ich verzweifle selbst am Lampenschirm um 4 Uhr. Ich verzweifle am Fächer gegen Mitternacht. Ich verzweifle an der Zigarette der Verurteilten. In der Liebe habe ich mich für die Leidenschaft und für die Ausschließlichkeit entschieden, die neben sich weder Bequemlichkeit noch Launenhaftigkeit noch Seitensprünge dulden. Diese Anschauung mag manch einem engherzig und überaus begrenzend vorgekommen sein. Ich vermochte sie lange Zeit nur mit Mühe zu verteidigen, wenn Zweifler oder erklärte Freigeister an ihr Anstoß nahmen. Ich konnte jedoch im Nachhinein feststellen, dass die meisten Fehden unter Surrealisten, die man auf politische Meinungsverschiedenheiten zurückgeführt hatte, nicht durch persönliche Differenzen, sondern durch den grundsätzlichen Dissens in dieser Frage mitbestimmt worden sind. Wie lange ich auch noch zu leben habe, in dieser Frage werde ich meine Meinung nicht mehr ändern. Die Poesie wird, wie die Liebe, im Bett gemacht. Dessen zerwühlte Laken sind die Morgenröte der Dinge. Die Poesie wird in den Wäldern gemacht. Das pfeift man nicht von den Dächern. Es schickt sich nicht, die Tür offen zu lassen oder Zeugen herbeizurufen. Der Liebesakt und der Akt der Poesie sind unvereinbar mit dem lauten Lesen der Zeitung. Die Prunkkammer. Nein, meine Herren, es ist nicht die 8. Kammer und nicht die dünnste einer Mannschaftsstube am Sonntagabend. Die poetische Umarmung, wie die der Körper, verbietet, solange sie währt, jeden Ausblick auf das Elend der Welt.
Son Excellence, le ministre de l'Intérieur vous demande au téléphone. Allô? Allô, c'est vous? La patrie peut vous être reconnaissante, canaille. Vous êtes seul le responsable et l'assassin. Mais vous m'avez compromis aussi, misérable. On n'a pu sauver aucun enfant. Des vieillards honorables, des femmes innocentes ont péri. C'est pour cela que tu me déranges? Qu'ils aillent au diable, tes mômes. Ruffian, canaille, ce n'est pas tout. Tu m'as entraîné avec toi, déshonoré avec toi. Assassin! Tu peux crever, je m'en contrefous. Eh bien, écoute mes dernières paroles. Entends-tu, assassin? Salaud! Les ponts sont alors coupés, aussi bien avec le monde littéraire... Die Brücken sind abgebrochen. Die zur Welt der Literatur und die zum zivilisierten Konformismus. Wie dieser sich auch immer äußern mochte. Nichts spiegelt diese Grundhaltung besser wider als ein Film wie Das goldene Zeitalter von Buñuel und Dalí. Respekt wird hier nur noch der Liebe gezollt. Der Liebe in ihrer rein fleischlichen Form, sowie der ungezügelten Freiheit und dem Kult der erhabenen Dinge, die einem im Leben widerfahren. Ich erinnere mich noch, wie das Studio 28, wo das goldene Zeitalter aufgeführt worden war, am Morgen des 1. Dezember 1930 aussah. Wie Mitglieder der Patriotischen Liga und der Antijüdischen Liga es am Vorabend zugerichtet hatten. Die Tintenspritzer auf der Leinwand, die demolierten Sitze und die zerschlitzten surrealistischen Bilder im Vorraum. An diesem Zerstörungswerk konnte man ermessen, wie tief der Graben war, der uns von den sogenannten anständigen Bürgern trennte. Ich sprach von einem gewissen erhabenen Punkt im Gebirge. Es kam niemals in Frage, mich auf die Dauer niederzulassen an diesem Punkt. Er hätte überdies unverzüglich aufgehört, erhaben zu sein, und ich hätte aufgehört, ein Mensch zu sein. Da es nicht möglich war, sich vernünftigerweise dort festzusetzen, habe ich mich zumindest nie so weit davon entfernt, dass ich ihn aus den Augen verlor, dass ich nicht mehr zu ihm hinaufsteigen konnte. Ich hatte dieser Führer sein wollen, und so war ich denn gehalten, niemals die Macht zu verspielen, die mich in Bezug auf die Liebe sehend gemacht und mir das noch größere Vorrecht verliehen hatte, auch andere sehend zu machen. Ich habe mich niemals gegen sie verfehlt. Immer waren sie nur eines für mich, der Leib der Geliebten und der Schnee der Gipfel in der aufgehenden Sonne. Heute noch bin ich der Meinung, dass mir mit den kommunizierenden Röhren gelungen ist, bestimmte Widersprüche zu überwinden, die in den Anfängen das eigentliche Prinzip meiner Bewegung gewesen sind. Gleiches gilt für gewisse aufreibende Prüfungen in meinem Privatleben. Dazu musste ich 36 Jahre alt werden. Ich liebe Bücher, nicht um der Bücher willen. Und dieses hier verdankt seine Rettung und Existenz der Entdeckung und der Beschreibung eines Kapillargefäßes, das den ständigen Austausch gewährleistet, der im Denken zwischen Außenwelt und Innenwelt stattfinden muss. Einen Austausch, der die permanente Wechselwirkung zwischen Wachzustand und Schlafzustand voraussetzt. Entre le monde extérieur et le monde intérieur. Échange qui nécessite l'interpénétration continue. Mir scheint, dass auf dieser Ebene, auf die das menschliche Denken früher oder später gelangen wird, der alte Gegensatz zwischen Materialismus und Idealismus aufgehoben sein wird. Materialisme et idéalisme se vide de tout sens.
In der Zeit, als die Surrealisten recht hatten, brachen alle Hoffnungen zusammen, die wir in die Vereinbarkeit der surrealistischen Ideen mit dem praktischen revolutionären Kampf gesetzt hatten. Ich begreife nicht, warum Menschen, die sich ihr Gewissen bewahrt haben, sich nicht gegen den schamlosen Angriff empören, der mit diesen Prozessen und den zu erwartenden Urteilen wider den Gerechtigkeitssinn und wider den gesunden Menschenverstand geführt wird. Ich bin noch immer überzeugt, dass damit die schrecklichste Wunde unserer Zeit aufgerissen wurde. Eine Wunde, die immer weiter schwert. Es wurde einfach hingenommen, dass Unschuld und Ehre einiger Menschen, ja sogar ihr Anspruch auf die Dankbarkeit aller Menschen der sogenannten Staatsräson geopfert wurden. Ich werde kein Wort von dem Protest zurücknehmen, den ich erhoben habe gegen das Los, das den Kampfgefährten Lenins bereitet wurde, und gegen die haltlosen Vorwürfe, mit denen man von langer Hand den Schlag mit dem Eispickel gegen Trotzkis Schädel führte. Die heutige Generation vermag kaum nachzuempfinden, wie elektrisierend dieser Name für uns war. Trotzki. Er war lange Zeit der Inbegriff des Revolutionären. Und für manche, zu denen ich zähle, wird es für immer unmöglich sein, ein Regime zu begrüßen, dem jedes Mittel recht war, gerade ihn auszulöschen. Im Surrealismus ist die Sentenz von Lautréamont oft verwendet worden. Alles Wasser der Meere wird nicht reichen, um einen Flecken intellektuellen Blutes abzuwaschen. Heute kann man diese Worte nicht mehr nur im übertragenen Sinne verwenden. Was war das Ergebnis Ihrer Gespräche mit Trotzki? Wir haben uns über die Bedingungen geeinigt, die aus revolutionärer Sicht der Kunst und der Poesie eingeräumt werden müssen, damit diese am Befreiungskampf teilnehmen können und zugleich absolute Autonomie genießen. Diese Einigung fand ihren Niederschlag in einem Text, der unter dem Titel »Für eine revolutionäre Kunst« in den surrealistischen Dokumenten gedruckt wurde. Im Winter 1940 waren Victor Serge und ich zu Gast beim amerikanischen Hilfskomitee für Intellektuelle, mit dessen leitenden Mitgliedern wir das Airbel, eine geräumige Villa am Stadtrand von Marseille, bewohnten. Jeden Tag trafen dort zahlreiche Surrealisten ein und wir taten, was wir konnten, um gegen die Ängste der Stunde anzukämpfen. Es kamen Belmar, Brauner, Char, Dominguez, Max Ernst, Herold, Itkin, Lahm, Masson, Perret und zuweilen gewann der Spieltrieb wieder die Oberhand. Der Krieg, dieser und alle anderen auch, bedeutet Stillstand allen Geisteslebens. Wo mir die Freiheit zugemessen wird, kann ich nicht sein, da bin ich versucht, mich zu entziehen. Anstatt mir meinen Spielraum von den amerikanischen Einrichtungen gewähren zu lassen, habe ich mir diese Freiheit selber zugemessen. Ich kann sagen, dass ich in der Stellung, die ich umstandshalber einnahm, den Geist des französischen Widerstands nicht verraten habe. Ich erklärte mich bereit, jeden Tag die Botschaften der Voice of America zu verbreiten, was gewisse Opfer mit sich brachte, die ich aber gern auf mich genommen habe.
Im Sommer 1944, in dem ich zum ersten Mal die Küste der Halbinsel Gaspé mit der ihr vorgelagerten Insel Bonaventure erlebte, bot sich mir Gelegenheit, einen neuen Vorstoß in jene Gefilde der Lust zu unternehmen, die so lange Zeit brachgelegen hatten und plötzlich zu neuer Lebenskraft erwachten. Ihre Anziehungskraft auf mich hatte nie nachgelassen, auch wenn sie mir schier unerreichbar erschienen waren. Die Poesie, die Liebe, die Freiheit. Die Ode an Charles Fourier schrieb ich während einer Reise in den Westen der Vereinigten Staaten, die mich nach Nevada, Arizona und New Mexico führte. Dort konnte ich einen meiner seit jeher gehegten Wünsche erfüllen, den Indianern näher zu kommen, vor allem den Pueblo-Indianern, Hopi und Zuni, deren Kunst und Mythologie mich besonders berühren. Die Frage war, welche schöpferischen Bewegungen, erneut ausgestattet mit ihren ursprünglichen Kräften, imstande waren, das von Zwängen befreite intellektuelle Leben zum Erblühen zu bringen. Auch im sehr kleinen Rahmen des Surrealismus ist es heilsam und an der Zeit, dass Menschen, die das Glück haben, in der bildenden Kunst eine universelle Sprache zu sprechen, sich zusammentun, um in aller Offenheit ihre Gemeinsamkeiten zu bekunden. Im Übrigen sollten sie es nicht bei dieser platonischen Zusage bewenden lassen, sondern sich dazu verpflichten, den einzigen unteilbaren Pakt, nämlich den surrealistischen Pakt, miteinander zu schließen. Ich möchte daran erinnern, dass dieser Pakt ein dreifacher ist. Die gegenwärtige Lage in der Welt gestattet es nicht, eine Hierarchie der notwendigen Aufgaben herzustellen, die gleichzeitig in Angriff genommen werden müssen. Mit allen Kräften zur gesellschaftlichen Befreiung des Menschen beitragen. Unermüdlich am Aufbrechen der sittlichen Verkrustungen arbeiten. Die Verständigung zwischen den Menschen wiederherstellen. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Jugendträume nicht verraten habe. Und das ist schon viel. Mein Leben habe ich dem gewidmet, was ich für schön und gerecht hielt. Alles in allem habe ich bis heute so gelebt, wie es immer mein Wunsch gewesen ist. In meinem Kampf hat es mir nie an Gefährten gemangelt, die ebenso entschlossen waren wie ich. Ihretwegen hat es mir auch nie an menschlicher Wärme gefehlt. Von manchen, die mir teuer waren, musste ich mich allerdings trennen. Andere haben mich verlassen. Und die Erinnerung an andere hat mich lange Zeit verfolgt, bedrängt mich noch gelegentlich. Und ich verhehle nicht, dass es jedes Mal eine Wunde aufreißt. Ich glaube aber, dass dies sein musste, um das ursprüngliche Ziel nicht zu gefährden und dass es nur um diesen Preis zu erreichen war. Der Einsatz hat sich im Großen und Ganzen gelohnt.
Als ich 1942 in Amerika war, sagte ich zu den Studenten der Universität Yale, der Surrealismus wurde aus einem grenzenlosen Glauben an das Genie der Jugend geboren. An diesem Glauben habe ich immer festgehalten. Wie Chateaubriand so schön sagte, ich bin ein Kind der Bretagne und ich liebe diese Landschaft. Ihre Hungerblume ist die einzige, die in meinem Knopfloch nie verwelkte. Auch ich fühle mich dieser Landschaft verbunden. Oft hat sie mich schmerzlich berührt, aber ich liebe die Irrlichter, die sie in meinem Herzen entzündet hat. Ich habe getan, was in meinen Kräften lag, um dieses Licht weiterzugeben. Nicht ohne Stolz denke ich, dass es noch nicht erloschen ist. Meine Chance, mich des menschlichen Abenteuers würdig zu erweisen, war unlösbar damit verbunden. De l'aventure humaine.